Hallo Leute, da bin ich wieder. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so eine Beschädigung am Laminat, Parkett, Vinyl oder an einem anderen Belag repariert. Das Ganze bekommt wirklich jeder hin. In 5 Minuten ohne teures Werkzeug. Als erstes kratze ich die losen Teile und die Beschädigungen mit einem Teppichmesser heraus. Die Kanten müssen bündig abgeschnitten werden und es sollte nichts abstehen. Das Ganze dann noch gut absaugen und die Stelle bei Bedarf noch fettfrei reinigen. Ja, und jetzt geht es auch gleich los. Bei Amazon habe ich dieses Laminat Hartwachs Reparaturset gekauft. Das ist wirklich cool. Es hat 11 Hartwachsfarben, wie man sehen kann. Eigentlich für jede Laminat- oder Parkettbodenfarbe gedacht. Hat so ein Schmelzwerkzeug, 2 Kunststoffschaber und so 5 Marker, wo man bei Bedarf noch Linien in den Wachs ziehen kann. Das Reparaturset verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wie vorhin erwähnt, hat das Reparaturset ein Schmelzwerkzeug. Ich habe es jedoch zuerst mit dem Lötkolben auf schwächster Stufe ausprobiert. Muss aber dazu sagen, es funktioniert mit dem Werkzeug genauso gut. Okay, dann wollen wir mal starten. Und es kann jetzt auch gestartet werden. Es stehen uns 11 Farben zur Verfügung. Ich starte mit einem etwas zu hellem Hartwachston und fülle die Vertiefung damit auf. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, man kann da auch nichts verkehrt machen oder irgendwas verbrennen oder so. Es ist Wachs, wenn es trocken ist, kann der Boden ganz normal nass gewischt werden und bei Sonneneinstrahlung schmilzt da auch nichts. Vor dem Auffüllen mit dem Hartwachs könnte man theoretisch den Boden in dem Bereich rundherum auch mit Abdeckband abkleben. Aber das ist nicht nötig. Wie gesagt, ich beginne mit einem etwas helleren Ton und werde mich dann nach und nach zur eigentlichen Farbe vom Boden hinarbeiten. Und hoffe, dass mir das dann auch so gut gelingt. Mit diesem Metall drücke ich das noch leicht feuchte Wachs ein und sorge dafür, dass es auch schneller abhärtet. Ja, und jetzt geht es zum zweiten Teil. Wie man sehen kann, ist jetzt schon dieses zweite Wachs eine Nummer tiefer. Wie gesagt, ihr müsst euch je nach eurer Farbe einfach mutig sein und hinarbeiten. Und selbst wenn es beim ersten Mal nicht so das gewünschte oder den gewünschten Effekt hat, was soll's, einfach warm machen. Man kann es auch mit dem Zebra einfach wieder komplett rausziehen und wieder neu anfangen. Also kein Meister ist vom Himmel gefallen und einfach üben und dann klappt es auch. Ja, wie man jetzt sieht, komme ich jetzt schon zur dritten Farbe, zum dritten Wachs und es nimmt schon langsam Konturen an. Jetzt werde ich das nochmal abkühlen, mit dem Metall nochmal anpressen, abkühlen und dann mit dem Schaber werde ich die Schicht schon mal abtragen, um zu sehen, wie das Zwischenergebnis ist. Bevor ich das jetzt abschabe, habe ich mich entschieden, nochmal einen etwas dunkleren Wachs aufzutragen und das miteinander zu verschmelzen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Resultat aussehen wird. Im Reparatursatz sind 2 Kunststoffschaber. Dieser hier hat kleine Rillen auf der Fläche. Der ist für Holz mit Struktur. Das bedeutet mit Rillen zum Beispiel im Laminat. Und hat man glattes Laminat, also ohne Struktur, dann nimmt man den Schaber mit der ganz glatten Fläche. Ich würde sagen, für den ersten Versuch sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir noch nicht ganz so gut. Ich werde jetzt nochmal von diesem dunklen Hartwachs nochmal was auftragen, weil seitlich war es mir noch etwas zu hell. Wie gesagt, dunklen Wachs jetzt nochmal drauf
und schauen, wie das dann nach dem Abschleifen wieder wird. Wenn man das Ganze abgeschliffen hat, kann man auch mit diesen Markern theoretisch auch, wenn man Linien hat, wie hier rechts im Bild, so dunkle Linien, kann man theoretisch mit dem Marker auch versuchen, so diese Linien nachzuziehen, damit das noch ein bisschen ja, mehr nach Holz aussieht. Aber ich denke mal, in meinem Fall ist es jetzt nicht nötig. Ich werde das Ganze jetzt abkühlen lassen, dann mit dem Schaber abschaben und ich denke, das sollte eigentlich jetzt ganz gut sein. Das Ding ist ja, man weiß ja, wo die Beschädigung war und guckt auch deshalb auch genau dahin. Wenn man das nicht weiß und man steht jetzt nicht wie hier 10 cm vor der Beschädigung, dann sieht man das auch nicht unbedingt. Ne? Also ich finde, das ist hier gar nicht so schlecht geworden. Aber was man jetzt unbedingt noch machen muss, und zwar im Licht, in der Sonne oder von der Seite, glänzt dieses Wachs. Also dieser Bereich, wo Wachs aufgetragen ist, der glänzt. Deshalb sollte man mit einem Vlies über die bearbeitete Stelle gehen. Das Vlies macht das Wachs matt und man sieht diese bearbeitete Stelle noch viel weniger. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, und jetzt suchen wir mal die Stelle. Ist es das? Nein. Hier, das war diese Stelle. Also ich finde, wenn man es nicht weiß, wird man es auch nicht sehen. Also dafür, dass man das selber repariert hat und dieser Reparatursatz, keine Ahnung, 20, 25 Euro gekostet hat, man höchstens 5 Minuten dafür gebraucht hat, ist das eigentlich super geworden. Kein Austausch von Laminat oder Boden oder sonst was. Ist cool. Und auch selbst wenn ich jetzt Licht anmache, sieht es genauso noch gut aus. Ne? Also wo ist die Stelle? Genau da ist die Stelle. Und ich finde, das ist immer noch wunderbar. Ich hoffe, das gefällt euch genauso gut. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, natürlich über ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben freuen. Danke schon mal im Voraus und bis zum nächsten Video. Ciao. Ach, übrigens, ich hatte ja im Video gesagt, dass das Schmelzwerkzeug genauso gut funktioniert. Das wollte ich jetzt am Ende des Videos nochmal reinsetzen, damit ihr sehen könnt, dass es mit ihm genauso gut wie mit dem Lötkolben funktioniert.